Ich zeige dir jetzt, wie du deine eigene Leinwand zusammenbauen und bespannen kannst, und am Ende des Videos wirst auch du durchsteigen. Um den Keilrahmen zusammenzubauen, gehst du am besten in den Kunstfachmarkt und kaufst dir solche Keilrahmenleisten. Du suchst dir jetzt für jede Seite 2 Keilrahmenleisten der gleichen Länge aus. Und wenn du sie dann aus dem Regal nimmst, betrachtest du sie in der Flucht. Das bedeutet, du stellst ein Ende auf dem Boden auf, kneifst ein Auge zusammen und schaust dann drüber, ob sie gerade sind. In seltenen Fällen passiert es nämlich, dass sie leicht gebogen sind. Das zweite, was du anguckst, ist dieser Schlitz hier. Sobald deine Leisten nämlich mindestens 1 Meter Seitenlänge haben, sollten sie auch so einen Schlitz besitzen. Und der dient dazu, dass du zusätzlich noch eine Querleiste dazu kaufst zur Stabilisation. Noch stabiler ist es natürlich, 2 Querleisten zu verwenden. Außerdem brauchst du dann noch einen Gummihammer und dann noch eine Schnur oder ein Metermaß. Als nächstes steckst du alles erstmal lose ineinander. Das bedeutet, die Ecken ineinander leicht verzahnen und die Querleisten steckst du lose in die dafür vorgesehenen Schlitze. Jetzt richtest du den Keilrahmen auf, nimmst den Gummihammer und fängst an, gleichmäßig auf alle Ecken zu klopfen. Dabei drehst du ab und zu die Leinwand, damit du wirklich gleichmäßig von allen Seiten rankommst und sich die Ecken gut verzahnen. Vergesst dabei auch nicht, über die Schlitze von den Querleisten zu klopfen. Wenn du deine Leinwand jetzt fertig zusammengeklopft hast, heißt das aber noch nicht, dass sie automatisch rechtwinklig ist. Und um das zu überprüfen, kommt jetzt das Metermaß ins Spiel. Hier gehst du jetzt von Ecke zu Ecke in der Diagonalen und beide Diagonalen müssen die gleiche Zentimeteranzahl betragen. Wenn du statt einem Metermaß eine Schnur verwendest, muss die gespannte Schnur in beiden Diagonalen ebenfalls die gleiche Länge haben. Hallo Sophia, ich bin gerade im Kunstfachmarkt und stehe vor den Geweben und ich wollte mich mal fragen, welches Gewebe empfiehlst du denn jetzt für eine Leinwand? Das günstigste wäre jetzt ein Baumwollgewebe. Das ist auch gut für EinsteigerInnen geeignet. Und da empfehle ich dir zum Beispiel das Baumwollgewebe Provence. Und das Gewebe, für das ich mich jetzt entscheide, ist ein Leinengewebe. Das hat den Vorteil im Vergleich zum Baumwollgewebe, dass es länger haltbar ist. Und da gibt es zum Beispiel das Leinengewebe Terranet. Könntest du mir das mitbringen? Bis gleich! So, jetzt hast du ja schon dein Leinengewebe. Jetzt brauchst du außerdem noch folgende Werkzeuge und guck vielleicht erstmal, ob du sie dir irgendwo borgen kannst. Du brauchst eine Spannzange, dann brauchst du noch einen einseitigen Tacker. Falls du ihn neu kaufst, empfehle ich dir da, den im Baumarkt zu kaufen, da er im Kunstfachhandel etwas teurer ist. Und ich empfehle die Marke Novus oder Lux, weil es dafür einfach viele Tackernadeln gibt. Dann brauchst du natürlich logischerweise die dazu passenden Tackernadeln. Zum Schluss noch eine normale Schere und einen Schraubenzieher mit Schlitz. Jetzt kannst du mit dem eigentlichen Bespannen der Leinwand beginnen. Dafür breitest du dein Gewebe vor dir auf dem Boden aus und nimmst wieder deinen Keilrahmen.
Da hast du vielleicht schon bemerkt, dass eine Seite eine Wulst hat. Diese legst du jetzt auf das Gewebe drauf. Dabei passt du deinen Keilrahmen in eine Ecke ein und achtest darauf, dass zwischen den Seiten und dem Stoffende 4 bis 10 cm Platz gelassen werden. Jetzt schneidest du die zwei anderen Seiten ebenfalls mit 4 bis 10 cm Abstand zum Keilrahmen zurecht. Dafür suchst du dir einen Faden raus, nimmst deine Schere und schneidest kurz hinter dem Faden ein und dann ziehst du an dem Faden und schneidest mit der Schere einfach dahinter die Seite entlang. Solltest du den Faden aus Versehen abgeschnitten haben, machst du einfach mit einem anderen Faden weiter. Jetzt beginnst du mit dem Tackern. Dafür schlägst du zuerst das Gewebe einer längeren Seite um und tackerst 1 bis 3 Nadeln in die Mitte. Tackere die Nadeln am besten leicht schräg fest. Danach machst du das Gleiche auf der gegenüberliegenden Seite und spannst die Leinwand dabei. Du kannst die Spannzange wie einen Hebel benutzen. Dann machst du das nochmal auf den beiden kürzeren Seiten. Dadurch ergibt sich über den Querleisten ein Spannungskreuz. Nun beginnst du wieder auf einer Längsseite und tackerst rechts und links von den ersten Nadeln je eine weitere Nadel. Dann machst du das Gleiche wieder auf der gegenüberliegenden Längsseite und danach auch wieder auf den beiden Breitseiten. So arbeitest du dich von der Mitte aus auf allen 4 Leisten gleichmäßig zu den Ecken hin vor. Der Stoff sollte gut gespannt sein. Wenn der Keilrahmen das Knarzen anfängt, hast du wahrscheinlich zu viel gespannt. Aber wenn sich Falten bilden, hast du nicht genug gespannt. Vertraue da ein bisschen deiner Intuition. Solltest du dich vertackert haben, kommt der Schlitzschraubenzieher ins Spiel. Mit ihm kannst du die Nadeln anheben und sie anschließend mit der Spannzange herausziehen. Circa 8 bis 10 cm vor den Ecken hörst du erstmal mit dem Tackern auf. Jetzt müssen wir die Ecken falten. Meistens ist der Stoff nicht auf jeder Seite gleich lang. Du beginnst mit der Seite, auf der weniger Stoff umliegt und tackerst ihn weiter bis kurz vor der Ecke fest. Achte darauf, dass du nicht über die Ecke tackerst. Verfahre so mit allen 4 Ecken. Wenn eine Falte beim Spannen nicht rausgegangen ist, kannst du die Leinwand von hinten mit Wasser bepinseln. Beim Trocknen zieht sich die Falte dann meistens wieder raus. Vielleicht fragst du dich jetzt noch, wofür diese Keile eigentlich sind, die du dazu bekommen hast, als du die Keilrahmenleisten gekauft hast. Wenn sich die Leinwand verzogen hat oder nach Jahren die Spannung etwas nachgelassen hat, kannst du die Keile in die Ecken treiben und so die Leinwand wieder weiten. Diese Keile sind aber nur zum Nachspannen gedacht. Am besten bespannst du die Leinwand jetzt gleich richtig. Wegen diesen Keilen sagt man übrigens Keilrahmen dazu. Jetzt hältst du deine erste eigene Leinwand in den Händen und kannst mit dem Grundieren anfangen.